Hallo? Hi. Warst du etwa in der Holding? Ja. Was dagegen, wenn ich Musik mache? Nein, aber bitte nicht so laut. Ich habe gleich noch zu tun. Ups, so was Blödes aber auch. Gute Nacht. Du sorgst bitte dafür, dass dieser Film hier morgen bei der visuellen Präsentation der Lahnsteinbank gezeigt wird. Er ist nicht jugendfrei. Und wenn du dem alten Grafen dann versicherst, dass die Jones für den Softporno seiner Tochter verantwortlich ist, sind ihre Tage gezählt und wir haben unser Ziel erreicht. Okay. Wie ich sehe, stecken Sie noch mitten in der Vorbereitung. Ja. Bis heute Nachmittag werde ich fertig sein. Gut. Dann wird die Lahnsteinbank durch Sie ja würdig vertreten sein. Höre ich da so etwas wie Neid? Wollen Sie die Jahresabschlussbilanzen vielleicht selbst präsentieren? Es geht mir nur um den Ruf der Holding. Nach all den Negativschlagzeilen der letzten Zeit ist diese Konferenz heute einfach ganz besonders wichtig. Was Sie nicht sagen. Ja, die eigentliche Präsentation ist ja zum Glück hier drauf. Die Geschäftspartner der Lahnsteinbank werden mit Sicherheit davon überzeugt sein. Der Imagefilm wurde übrigens von den besten Werbeleuten gemacht. Sie müssen nur ein bisschen drumherum moderieren. Idioten sicher also. Da bin ich aber froh. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Glück. Heute auf der Konferenz wird Carla eine DVD vorspielen, die du ihr gegeben hast. Imagefilm, ja. Eben nicht. Ich habe ihn ausgetauscht. Gegen Sexaufnahmen von Carla und ihrer Geliebten. Was hast du gemacht? Du musst verhindern, dass diese DVD läuft, sonst bist du geliefert. So, die Gäste sind jetzt vollzählig. Gut, dann können wir anfangen. Danke. Carla von Lahnstein? Frau Jones? Wie abblasen? Wollen Sie, dass ich mich komplett lächerlich mache? Ach, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir fangen jetzt an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich bitten darf. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Lahnsteinbank zur diesjährigen Jahresabschlusskonferenz. Und dann, meine Damen und Herren, möchte ich mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind die Perspektiven und Visionen für die kommenden Jahre? Wir haben für Sie einen Film vorbereitet, der Ihnen die Zukunft der Lahnsteinbank näher bringen wird. Nicole? Ich hatte versucht, Sie zu warnen. Wow. Ich hatte Ihnen zwar eine aufregende Präsentation versprochen, aber damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Meine Damen, meine Herren, da die Präsentation der zu erwartenden Bilanzen im Augenblick nicht verfügbar ist, halte ich es für besser, wenn wir den Termin vertagen. Alles Wissenswerte entnehmen Sie dann den Broschüren. Ich danke für Ihr Verständnis. Guten Tag. Carla, machen Sie sich nichts draus. Man hat kaum was gesehen und in ein paar Tagen redet sicher niemand mehr davon. Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Was fällt Ihnen ein, hier aufzukreuzen? Leider bin ich zu spät gekommen. Ich wollte Sie warnen. Weil Sie kalte Füße bekommen haben? Ist Ihnen klar geworden, dass Ihre miese Intrige allein gegen Sie selbst spricht?
Ich habe mit dieser ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Genau. Die DVD habe ich von ihm bekommen. Nein, bestimmt nicht die. Sie haben natürlich auch kein Interesse, mich loszuwerden, genau. Na so, ganz bestimmt nicht. Das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Das wird Konsequenzen haben. Karl, Gräfin Lahnstein, hören Sie mir bitte wenigstens zu. Ich werde Ihnen überhaupt nicht zuhören. Verschwinden Sie, sonst vergesse ich mich. Ich denke, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt beruhig dich erst. Ich kann mich aber nicht beruhigen. Frau Beinbach, hier ist noch Tee. Nicht jetzt, ich arbeite. Wie immer ganz die Freundlichkeit in Person. Gehört das zur Ausbildung von Juristen? Carla ist nicht da. Ich kann warten. Es kann aber dauern, du weißt, wo der Ausgang ist. Hör zu. Ich habe eine Abmachung mit Carla, dass du dich hier nicht mehr blicken lässt. Ach, wirklich? Außerdem hat sie nach dem Eklat sowieso anders im Kopf, als sich mit dir zu treffen. Eklat? Jemand hat euch beide gefilmt, im Bett. Und die Aufnahme in die Konferenz der Lahnsteinbank geschmuggelt. Vater, der Zwischenfall mit der DVD. Tut mir wirklich leid. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Dass jemand deine Intimsphäre verletzt und in dein Schlafzimmer eindringt, ist nicht deine Schuld. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine mit der Leitung der Bank. Du wirst doch wohl einsehen, Carla, dass du nach diesem Vorfall als Geschäftsführerin der Bank vorerst nicht in Frage kommst. Da hat Vater leider recht. Nach diesem Eklat wirst du in Geschäftskreisen wohl kaum ernst genommen. Tu bitte nicht so scheinheilig. Du steckst doch dahinter. Gut, dass du da bist, Ansgar. Ja, geht es um die Leitung der Bank? Ja. Ich werde die Leitung der Bank wieder selbst übernehmen. Was kann ich dafür, dass uns irgendein Spanner beim Sex filmt? Carla, endlich! Wirf die da sofort raus! Vanessa, jetzt beruhige dich erstmal. Was ist denn los? Sie ist an allem schuld! Quatsch. Anke hat daran genauso wenig Schuld wie ich. Die Vorstellung, dass jemand Schlafzimmerfilmchen von mir in der Öffentlichkeit rumzeigt, tönt mich nicht gerade an. Das kannst du mir glauben. Wer kommt überhaupt auf so eine perverse Idee? Ich bin mir nicht ganz sicher. Du hast einen Verdacht. Ja, mehrere. Aber die sind leider viel zu clever. Es wird nicht gerade einfach sein, dem was nachweisen zu können. Das heißt, du willst nichts tun. Ist doch ohnehin schon viel zu spät. Jemand wollte mich öffentlich outen und er hat es erreicht. Trotzdem, du solltest die da nicht mehr mit in dein Schlafzimmer nehmen. Du hast mir versprochen, dass Ich habe dir überhaupt nichts versprochen. Doch, du hast gesagt, Du hast was missverstanden. Wir hatten eine Abmachung. Du wolltest dich aus meinen Privatangelegenheiten raushalten. Und ich hatte schon gehofft, Carla kommt. So ein Pech aber auch. Du hast doch sicher ein eigenes Badezimmer. Im Gegensatz zu dir wohne ich hier und ich kann mich schminken, wo ich will. Und wie lange brauchst du noch? Kannst ja Carla rufen, wenn du mich rausschmeißen willst. So wie du das eben gemacht hast. Damit das ein für alle Mal klar ist. Ich werde nicht tatenlos zusehen, dass du dich hier einnistest. Das habe ich schon längst kapiert, meine Kleine. Du brauchst dich gar nicht so aufzuspielen. Ich habe eigentlich auch schon genug gebadet. Reichst du mir bitte mal das Handtuch? Was für ein Tag. Aber er kann ja eigentlich nur besser werden. Ich störe doch nicht, oder? Bist du nicht verabredet?
Wie kommst du darauf? Naja, du hast dich vorhin ziemlich aufgebrezelt. Ich treffe mich mit ein paar Leuten aus meinem Seminar. Aber erst später. Du hast an der Uni ein paar ziemlich nette Leute kennengelernt, nicht wahr? Mhm. Möchtest du ein Glas Wein mit uns trinken? Den dürft ihr ruhig allein trinken. Vanessa, ich weiß, wir haben Probleme miteinander. Aber so kann das doch nicht weitergehen. Wollen wir nicht wenigstens versuchen, miteinander klarzukommen? Frieden? Ich suche mir meine Freunde immer noch selbst aus. Hast du vielleicht Lust auf Kino? Ich weiß nicht. Ja, ich gehe dann mal. Schönen Abend doch und lasst euch nicht wieder filmen. Also damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Was ist? Ich gehe auch nach Hause. Was? Aber wieso das denn? Jetzt haben wir doch die ganze Wohnung für uns alleine. Ich bin einfach nicht mehr in Stimmung. Ich rede noch mal mit Vanessa. Du wirst sie auch nicht ändern. Die denkt nur an sich selber und zieht ihren Stiefel rücksichtslos durch. Aber versuch es ruhig. Schaden kann's ja schließlich nicht. Anke nicht mehr da? Habt ihr euch noch gut amüsiert? Nein, das haben wir nicht. Schade. Vanessa, so wie unser Zusammenleben hier gerade abläuft, das gefällt uns beiden nicht, oder? Mir gefällt's ganz gut, solange Anke nicht da ist. Etwas mehr Verständnis und Toleranz hätte ich auch von dir erwartet. Worauf willst du hinaus? Ich glaube, es ist das Beste, wenn du ausziehst. Du willst mich rauswerfen? Deine Miete werde ich natürlich bezahlen. Aber du hast versprochen, mir zu helfen. Soll ich jetzt auch alleine um Dads Freilassung kämpfen oder was? Vanessa, natürlich nicht. Ich werde weiterhin versuchen, Bernd aus dem Gefängnis zu holen. Aber dafür müssen wir nicht unter einem Dach leben. Wenn ich ausziehe, ist das für die Presse ein gefundenes Fressen. Die werden sofort wieder neue Spekulationen über euer Ehe anstellen. Seit meinem peinlichen Outing auf der Konferenz ist unsere Ehe sowieso nur noch eine einzige Farce. Aber deshalb kannst du mich doch nicht einfach so fallen lassen. Das tue ich auch nicht. Aber das mit uns beiden hier klappt nicht. Aber du ziehst aus, sobald du was Neues gefunden hast. Bis Vanessa aussieht, wird sie mir das Leben sicher ganz schön schwer machen. So wie ich sie kennengelernt habe, wird sie nicht kampflos aufgeben. Wenn man vom Teufel spricht. Hi. Hallo. Carla. Ja. Es tut mir leid, dass ich vorhin so überreagiert habe. Wegen der Sache mit Dad ging es mir in letzter Zeit nicht so gut und da war ich sicher öfter mal leicht ungerecht. Dabei hast du es auch nicht gerade leicht, wegen Hannas Tod. Ich weiß, sie war deine große Liebe. Sie zu verlieren muss schrecklich gewesen sein. Jedenfalls will ich deinem neuen Glück nicht mehr im Weg stehen. Ich bin froh, dass du das einsiehst. Dann lasst euch mal nicht weiter aufhalten und schönen Abend. Dir auch, danke. Ciao.